Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Männer, die die Welt verbrennen. Der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit von Professor Christian Stöcker ist ein bedeutender Beitrag zur aktuellen Klimadebatte. Der Autor, selbst Wissenschaftsjournalist und Professor, analysiert pointiert, wie mächtige Interessengruppen jahrzehntelang die Umstellung auf erneuerbare Energien behindert haben, oft mit fatalen Konsequenzen für unsere Umwelt und letztlich für die Zukunft der gesamten Menschheit. Stöcker deckt dabei nicht nur die Strategien der Profiteure der fossilen Industrien auf, sondern auch die Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und unseren alltäglichen Lebensstil. In seinem Werk verknüpft er fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer kritischen gesellschaftspolitischen Betrachtung, sodass das Buch nicht nur eine chronologische Darstellung liefert, sondern auch einen leidenschaftlichen Appell für dringenden Wandel. Seine klare Analyse und verständliche Sprache machen das Buch sowohl für Einsteiger als auch für Kenner des Themas zu einer unverzichtbaren Lektüre. Wer verstehen will, warum der Kampf um Klimaschutz so erbittert geführt wird und welche Interessen dahinter stecken, findet in diesem Buch Antworten und Denkanstöße. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, fossile Lobbystrukturen und deren Einfluss. Ein zentrales Thema des Buchs ist die enorme Macht der fossilen Brennstoffindustrie. Professor Stöcker analysiert detailliert, wie Unternehmen aus den Bereichen Öl, Gas und Kohle gezielt Desinformationskampagnen und Lobbyarbeit betrieben haben. Diese Strukturen reichen von gezielten politischen Einflussnahmen bis zu PR-Maßnahmen, die Unsicherheiten in der Gesellschaft schüren sollen. Die Profiteure der fossilen Brennstoffe haben enorme Summen investiert, um politische Entscheidungen zu manipulieren und Klimaschutzbemühungen zu verzögern. Stöcker zeigt, dass diese Aktionen nicht nur ökonomisch motiviert sind, sondern tiefgreifende gesellschaftliche Konsequenzen haben, etwa durch die Verschleppung dringend nötiger Transformationsprozesse. Die Analyse verdeutlicht, dass der Klimawandel kein reines Naturproblem ist, sondern durch menschliche Machtsysteme aufrechterhalten und verstärkt wird. Zweitens, die Rolle erneuerbarer Energien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Chancen und Herausforderungen der erneuerbaren Energien im Kampf gegen die Klimakrise. Das Buch erläutert, wie Technologien wie Solarenergie, Windkraft und Wasserkraft zur Reduzierung der globalen CO2-Emissionen beitragen können. Neben technischen Aspekten betont Stöcker jedoch auch die politischen und wirtschaftlichen Hindernisse, von bürokratischen Hürden über mangelnde Investitionsanreize bis zu aktivem Widerstand traditioneller Energiekonzerne. Besonders hervorgehoben wird das Potenzial erneuerbarer Systeme für eine gerechtere und demokratischere Energieversorgung, was wiederum gesellschaftlichen Wandel begünstigt. Der Autor mahnt aber, dass der Umstieg auf grüne Technologien entschlossen vorangetrieben werden muss, um ernsthafte Folgen der Erwärmung noch zu verhindern. Drittens, Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit. Das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis, Medienberichterstattung und öffentlicher Wahrnehmung thematisiert Stöcker ausführlich. Er analysiert, wie wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel jahrzehntelang entweder ignoriert, verzerrt oder in den Hintergrund gedrängt wurden, oftmals durch gezielte Einflussnahme der fossilen Industrien. Die Medien spielen hier eine ambivalente Rolle, indem sie einerseits aufklären, aber häufig auch Polarisierung und Unsicherheit fördern. Stöcker fordert, dass Klimawissenschaft wieder einen zentraleren Platz in öffentlichen Debatten einnehmen muss und dass Medien mehr Verantwortung für die Vermittlung korrekter Informationen übernehmen. Nur so kann die Gesellschaft ein realistisches Bild der bevorstehenden Herausforderungen entwickeln und adäquat reagieren. Viertens, klimapolitische Weichenstellung und globale Verantwortung. Im vierten Themenbereich behandelt Stöcker die globale Dimension des Kampfes um den Klimaschutz. Er geht der Frage nach, wie internationale Klimaverträge, nationale Strategien und lokale Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden müssen, um tatsächlich Wirkung zu entfalten. Besonders beleuchtet wird die Rolle der Industrieländer, die historisch den Großteil der Emissionen verursacht haben, nun aber auch in der Pflicht stehen, Lösungen zu finanzieren und Technologie zu transferieren.
Stöcker argumentiert, dass Klimapolitik heute mehr denn je ein grenzüberschreitendes Projekt ist, bei dem nationale Alleingänge zum Scheitern verurteilt sind. Gleichzeitig kritisiert er Zögerlichkeit und Unentschlossenheit vieler Regierungen und plädiert für mutigere und verbindlichere Maßnahmen. Schließlich gesellschaftlicher Wandel und individuelle Verantwortung. Das Buch schließt mit einer Analyse der gesellschaftlichen und individuellen Möglichkeiten, den Klimawandel zu bekämpfen. Professor Stöcker zeigt, dass Veränderungen nicht ausschließlich von Regierungen und Unternehmen ausgehen müssen, sondern dass jeder Einzelne durch Konsumentscheidungen, politischen Druck und Engagement zur Transformation beitragen kann. Er thematisiert auch, warum gesellschaftlicher Wandel oft an kulturellen und psychologischen Barrieren scheitert, etwa an Trägheit oder Angst vor Veränderungen. Letztlich macht das Buch Mut, indem es konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und betont, wie viele Menschen und Bewegungen weltweit schon für Klimagerechtigkeit kämpfen. Stöcker sieht in der Mobilisierung der Zivilgesellschaft eine der stärksten Triebfedern für echten Wandel. Zusammenfassend: Männer, die die Welt verbrennen, richtet sich an alle, die die Hintergründe und Dynamiken der Klimakrise verstehen wollen. Von politisch Interessierten über Studierende und AktivistInnen bis zu EntscheidungsträgerInnen in Wirtschaft und Verwaltung. Das Buch bietet fundiertes Wissen, politische Analyse und gesellschaftliche Reflexion und ermöglicht so einen holistischen Blick auf eine der größten Menschheitsfragen. Besonders wichtig ist es für Menschen, die aktiv werden und den aktuellen Status quo hinterfragen wollen, denn es zeigt glaubhaft auf, wo Hebel für Veränderung liegen und welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen wirklichen Fortschritt verhindern. Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln zu Klima- und Energiepolitik verbindet Stöcker wissenschaftliche Tiefe mit verständlicher Sprache und praktischen Handlungsanleitungen. Seine Analyse der fossilen Lobbystrukturen und seine ehrliche Diagnose der Defizite in den bisherigen Fortschritten sind einzigartig scharf. Wer nur ein Buch zum Thema lesen will, sollte daher zu diesem Werk greifen. Es öffnet die Augen für unbequeme Wahrheiten, macht Mut zur Veränderung und rückt individuelle sowie kollektive Verantwortung ins Zentrum. Der Kauf dieses Buchs ist ein Schritt hin zu mehr Wissen und zu fundierter Selbstermächtigung im Kampf um unsere gemeinsame Zukunft. Wenn Sie unterstützen möchten: Professor Christian Stöcker, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.